So, Minispiel mit Estelle. Let's go. Aber wenn ich schon sagen Fisch, dann wird wahrscheinlich irgendwie ein Angeln-Minispiel sein, gell? I shall grant you your memory fragment and my blessing. Once upon a time, there was a girl called Estelle Bright who absolutely loved fishing. Meanwhile, in Granselweg existed a group of dedicated men and women who pride themselves on the sport. They were called the Fishermen's Guild. What else could it possibly call but fate, where the two paths to cross? This is their peculiar story. Chapter 1. Our story begins at the lakeside. Ah, okay. At the side of Valeria Lake lies a quiet little place by the name of King Fishing. Seeking a break from her work, Estelle decided to visit for some well-deserved relaxation. At first she had gotten exactly that. The fishing lover she was, she decided to borrow some gear from the inn and make her way out onto the pier to enjoy some quality time there. She saw one successful catch after another, and before long her bucket was teeming with fish. But then there was Lloyd, a member of that one and only Fisherman's Guild, who happened to be at that very same inn, and on that very same day, he was having the opposite of young Estelle's lucky streak. The moment he had arrived, he had set off in a boat to begin fishing. But try as he didn't manage to catch so much as a single fish. Now feeling sorely defeated, Lloyd motioned back toward the inn. Upon his boat approaching the pier, however, he caught sight of none other than a very pleased Estelle, rejoicing the size of her most recent catch. The sight was all it took to give rise to Lloyd's competitive nature. Now sorely fired up, he approached her and challenged her to a special kind of duel. And that's why I want to challenge you to a 5-round angler's duel. What now? A 5-round angler's duel. It's a special kind of competition we fishermen take part in where they stake their pride and honor in the outcome. Once a member of the Fisherman's Guild mentions those words, there can be no turning back. The duel must take place. So let us do a battle with our finest fishing tackle on the line. I feel like I'm getting dragged into something completely nuts, so I hate to break it to you, but I don't have any stellar fishing tackle to bet on this. All my stuff was borrowed from the inn. And you don't need to bet anything at all, that's fine. This duel is more for my own good than yours, and I intend to see it through no matter what. Doesn't sound like I've got much choice but to go along with this, huh? I take you to a 5-round angler's duel. You're on, Buster. Legendary angler Estelle versus master fisherman Lloyd. Okay. Fangen wir damit an. Mach mal den Rory. Das geht genauso wie in... Ich vermute jetzt einfach mal, dass das genauso funktioniert wie in Dings. What? I wonder how my point... Was? Ah, okay, sehr gut. Ich kann die Angel gar nicht benutzen, das finde ich auch gut. Nicht. Warum fange ich nicht?
vielleicht jetzt mal. Ah, okay. Funktioniert. Ich muss eine andere Technik benutzen als im zweiten Teil, okay. Das hätte mir vielleicht auch mal jemand sagen können, liebes Spiel. Wow. Okay, hier kann man immerhin wenigstens anders als im letzten Teil deutlich besser darauf reagieren. Ja, das war okay, aber wenn er jetzt halt irgendwas vernünftiges fängt, habe ich halt schon verloren, ne? Ich weiß halt, wie es geht. Oh! Nice, obwohl ich komplett reingechoked habe, trotzdem gewonnen. I won. So I lost. What a battle. You fought admirably, Estelle. There's no shame in losing against someone as talented as you. Here, I want you to have this. A lure made out of argon. I couldn't possibly take it. It looks so expensive. No can do. Both are the rules. I challenged you to a duel while putting this on the line, and I was defeated. You choose to accept it. That will bring me even greater shame than I already face. So please accept it. Well, if you really insist. Ich weiß es aber noch nicht vom ganzen Ding, oder? Thus Estelle accepted the silver lure from Lloyd. And so, feeling bliss thanks to her victory, she was also blissfully unaware of what fate had in store for her. Oh, okay. Ach, es gibt also tatsächlich noch mehr. Chapter 2, in the Capital. Today was yet another day in which Estelle found herself roaming the north block of Granze City's sewers. Her objective was simple, defeat a wanted monster for the guild. But down there she found more than just monsters. In addition to the nasties, she became accustomed to braining on a regular basis. She also came face to face with a young noblewoman whose delicate demeanor couldn't have looked more out of place. Estelle certainly hadn't expected this. What are you doing down here, she asked. The woman tittered and responded as if the answer were the most obvious thing in the world. What else? Fishing, of course. The noble woman's name was Norke, and as it turned out, she was a member of the Fisherman's Guild. Do you really have to fish here of all places, though? I mean, what a month to find you. Estelle made up her mind to try to escort the woman back to the city with her. But Norke had other ideas, and she refused to budge on what she felt was a prime fishing spot. The two were soon locked in a battle of pure stubbornness. Neither would simply back down gracefully, as it wasn't in their natures. It was in the middle of a heated argument when the silver lure Estelle kept on her person fell from her pocket. Goodness, if that's the famous silver lure, one of the three famed fishing tackles. When alias named you obtain such a thing? I don't know anything about any famous fishing tackles, but I guess you mean this guy here? I won it from Lloyd. You fought an Angler's duel with him, didn't you? I'd intended to challenge him to one myself when the time was right, but I never imagined he would be defeated before then. Okay, I am so lost right now. Very well, I shall challenge you to a 10-round Angler's duel in his place. It's 10 round. Listen, lady. I will not accept no for an answer. Let us begin. Wait a sec. 10 Runden? Oh je. Wie hart werde ich verkacken? Ich sage ja.
Da. Fangen wir mal damit an. Hauptsache erstmal einen Fisch zu haben. Ja, immerhin. Hauptsache der Fisch ist einfach fast doppelt so groß wie meiner. Okay. Machen wir mal hier mit. Immerhin. Cute. So, dann war weg mit dem Karpfen. Fuck. Ich hab verkackt. Bitte fang rein. Bitte, 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 bitte. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie groß der war, aber egal. Nehmen wir die Dumplings. Oh, immerhin. Immerhin. Ah, der war auf jeden Fall schon mal schlechter als meiner, ist gut. Machen wir den Karpfen wieder weg. Ich hoffe, ich kriege diesmal vernünftige. Ich schaffe es diesmal. Yes! Nice! Der war richtig gut. Ja, der ist süß. Zack und zack. Ja. Ziehe hart davon. Ich beschwere mich mal nicht so. Ja, das nice. Okay, ich kann davon gerade nicht mehr benutzen. Weg mit dem Riverbark. Ja, immerhin. Sollte aber, wenn sie nicht die nochmal auch so, wie ich vorhin, so einen Riesenfisch kriegt, dann sollte ich das gewonnen haben. Boah, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell kam. Holy. Da war ein Fisch richtig Bock auf meinen Fisch am Haken.
Mach mal den Wurrbach. Ja, immerhin, Punkt ist Punkt, ne? Ja, wo ich auch verstanden habe, wie ich hier vernünftig angeln kann, geht's auch. Yes. Gut, nicht groß, aber hell. Bräuchte jetzt schon einen Fisch, der mindestens 220 Punkte bringt. Wollt mich doch verarschen. Spiel, ich hasse dich. The civil was mine at last, and soon I will be able to defeat our guild's leader. I can feel it. Crap, I wasn't expecting to feel this frustrated about losing a duel I didn't even want to do in the first place. Nice. Warum ist eigentlich die Vorspielfunktion hier nicht so schnell? Oh, sehr geil. So, ich kann mal hier so einen Karten weggeben. Versuchen wieder so ein Riesending zu kriegen. Yes! Yes! Wieder ein Riesenfisch. Sehr gut, das hilft. Ich muss aufpassen, nicht, dass die nein, nicht, dass die am Ende schon wieder so ein Monster daraus zieht. Oder zieht das Monster einfach jetzt schon raus? Das kann natürlich auch sein. Oder ein schön großer Karpfen. Der war schon klein, das freut mich.
Nicht so geil. Yes! Nice. Das sollte mir einen ganz guten Vorsprung geben. Ich habe einfach die Hoffnung, dass die nicht nochmal so ein Monster wieder rauszieht mit 250. Easy peasy. Gut, kann wirklich noch mit denen hier arbeiten, okay. Das kam schnell. Das ist ein großer, den die kriegt. Oder auch nicht, okay. Probieren wir das hier. Okay. Das ist natürlich blöd gelaufen. Komm on, einfach weniger als 150. 150 konnte sie so noch kriegen, damit würden wir dann ganz knapp gewinnen. Yes! Gott sei Dank. How could this have happened? How could I, of all people, be defeated? Well, you're satisfied now. If you are, it's time you came with me back to the city. Trust me, it's not safe yet down here. You were truly more worried about me than willing to do it, weren't you? No wonder I couldn't defeat you. Now, if you will, kindly accept this. So I received a golden rod from Nortje. Oh, wow, it's so shiny. Are you sure I can have this? In fact, I insist. I would be in more trouble if you didn't accept it. These are the laws behind Angel's duels, as you know. So, kindly remember that you have more to fear than just me. No get complacent simply because I fell in battle. There's still our guild's leader to defeat after all. Oh man, is he really that good? Indeed, his name's Mr. Fisher. And he's both this guild's founder and its most capable member. Knowing that may incline you to avoid facing him, but don't think you will be so lucky. With the two tackles you now possess, he will come for you. The duel with him is nigh, whether you desire it or not. Alrighty then, if you say so. At this point, is there certain idea just how capable this Fisher may prove to be. And while there was a small part of her that couldn't help but regret biting the lure of the Fisherman's Guild, there was a much greater power that couldn't deny wanting to see where this journey would take her. Okay, nice. I guess. Final chapter, battle at Azalea Bay. Where's Azalea Bay? Ach, da oder was? Along the shore of Gull Seaside Way near 1.
The type of moment that not yet foretold was finally to come. Whether their meeting was a coincidence or fated all along, no one could possibly say. The stone was idly walking along shore for no particularly adequate reason when all of a sudden a single small yacht drew closer and closer. The yacht eased as close to the shore as it could safely get, and from on top of it stepped a fine man. He was a gentleman in a tuxedo, the sea extending into the distance behind him, making for an equally elegant backdrop. Soon as she saw him, she knew he was the leader Norke had spoke of, Mr. Fisher, bearer of the title avid angler and known by the nickname of Fishing Baron. Schon wie episch sie aufziehen wollen. Bedrot, are you fisherman skilled president? No, there's no need for words now. I have been waiting this moment for longer than you can possibly imagine. I challenge you to a 15-round angler's duel, immediately. 15? We're gonna be here all day, aren't we? Let the battle begin. Marine Star, was kann der Marine Star? Ich hoffe, ich habe es im ersten Versuch, weil ich habe keinen Bock auf 2x15 Runden. Ja, ist okay, glaube ich. Okayer Start. Wie es einhändig macht man mit der anderen Hand eine Hüfte. Mal ein Schwimmblatt ausprobieren. Genauso gut wie der Fisch, den er eben den letzten Runde hatte. Oh, sehr gut. Ich glaube, ich muss Polychat-Seite erstmal weiter benutzen, dass ich einen Fisch kriege, mit dem ich mit angeln kann. Also einen Fisch, den ich als Bait benutzen kann. Ihn vielleicht. Ja, ihn kann ich tatsächlich benutzen. Aber nicht dafür, okay. Boah, shit, Mann. Ja, sehr gut. Oh, sehr gut. Damit finde ich nicht so schlecht. Sag mal so. Okay, nicht viele Punkte, aber hey.
So ein großer. Wow. Ich warte mal erstmal. Ich gehe erstmal noch mal ein paar Runden hier auf Fischbaitjagd. Oh wow. Das war pathetic. Oh, noch so ein Riese, Mann. Okay, so lange muss ich versuchen, dass ich. Ja, jetzt muss ich hier. Ich muss auch jetzt große kriegen, sonst habe ich ein Problem. Was? Ich hab doch genau. Schnell reagieren kann ich doch nicht. Ich habe schneller reagiert als bei den anderen Fischen. Ah. Wow, ich sage einfach komplett alles, jegliche Reflexe weg. Kann ich ja vergessen, ich habe halt gar keine Chance mehr zu gewinnen, ne? Die kann ich halt leider auch nicht als Bait benutzen. Ah, sorry, war kurz der Wecker, weil ich was gehört. Hey, immerhin haben wir nochmal ein Bait und wir können nochmal versuchen, das Timing rauszukriegen. Also, falls es hier irgendwie ein Ding gibt, was einem 550 Punkte gibt, dann her damit. Yes. Wow.
Über 1000 Punkte hat er gemacht, Mann. Ich hab grad mal nicht mal ein Drittel davon. I lost. Ich will gerade mal was gucken. Vielleicht gibt es irgendwie einen Tipp, wie man das hier schafft. Wupp. Da hat sich die auf dem falschen Bildschirm geöffnet. Auch gut. Das ist natürlich. Das ist kein Guide, der mir hilft. Okay. Super Tipp, da stand, hey, benutzt kleine Fische, um große Fische zu fangen. Dankeschön. Fangen wir einfach mal ganz hier unten an. So. Was ist mit meinen Reflexen los? Durch die beschissenen Fisch, die man kriegen kann. Gibt keine Punkte, kann man nicht als Bait benutzen. Er hat auch direkt hier einen großen am Start, finde ich super. Oh, okay, das ist okay, damit kann ich leben. Got to be kidding me. Oh, da hat er einen, den er als Bait benutzen kann. Ich aber auch.
Er wird irgendwann einen großen wieder kriegen, das ist halt das Problem. Ich werde wahrscheinlich nicht irgendwie das Glück haben, dass der auf einmal keinen großen fängt. Was? Wie schnell kam der denn? Ja, ja. Ich muss jetzt halt mal einen großen fangen, das habe ich ein riesiges Problem. Wäre eine schöne Runde gewesen, um aufzuholen, aber nein. Was ist denn da los? Natürlich kriegt er noch ein Riesenvieh. Kann ich halt vergessen, ne? So, er hat nicht mal die Hälfte der Punkte geholt, wie aus dem letzten Mal bis jetzt. Und ich habe trotzdem keine Chance. So, warum habe ich die eigentlich? Weil
kann halt nichts dran benutzen, was man hier fängt. Natürlich fängt er am Ende auch nochmal so ein. Okay. Ein letztes Mal probiere ich noch. Jetzt habe ich auch versehen Spotify gestartet, das wollte ich nicht. Ein letztes Mal probiere ich doch noch. Hey. Oh, ja, okay. Besser als nichts, I guess. Yay, ich hab doch mal gefangen.
Yay. Holy, war das schnell. Dann so ein Kackfisch, Mann. Ich habe auch wenigstens einen Fisch, der mir zumindest 30 Punkte bringt oder so. Ah, er kriegt jetzt seine 200 irgendwas Punkte. Ja, wow, super. Ah. Hat immerhin einige Punkte gebracht. Kaum verkackt. Ah. Okay, immerhin nur fast 100 Punkte. Habe ich gefühlt eigentlich richtig schlecht reagiert, aber gut. Spreche ich mal nicht drüber. Ja, kann ich halt eigentlich auch schon wieder vergessen hier alles, ne? Yes. Seabass. Ja, jetzt muss er halt, fände ich ganz schön, wenn er ein bisschen verkacken würde. Oder einfach nur kleine, die goldenen Fische da. Ja, sowas zum Beispiel. Das muss jetzt halt funktionieren, ne? Wie schnell war das denn, Mann? Das war meine Chance, nochmal ranzukommen. Kann ich jetzt halt vergessen. Ja, ich werde es nicht nochmal probieren. Ich werde es offscreen. Offscreen. Nach dem Stream hier werde ich es
dann probieren. Dann oft so lange, bis ich es geschafft habe.